Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die heutige Etappe führt mich von Eichstätt nach Gungolding. Sollen so 17, 18, 19 Kilometer sein. Mein Auto habe ich schon in Gungolding am Friedhof geparkt. Das liegt etwas außerhalb, sollte eine relativ ruhige Straße sein. Und ja, da kann ich gut nächtigen, da ist wirklich ruhig. Gestartet bin ich in Eichstätt. Der Weg führte mich als erstes ziemlich steil nach oben zwischen den Häusern durch die engen Gassen hindurch. Oh, meine Hummeln sind wieder da. Später dann durch einen gemischten Wald, etwas ruhiger, und als ich Eichstätt die letzten Häuser verlassen habe, querte ich eine vielbefahrene Straße, die ja vorerst der letzte Zivilisationspunkt war. Nun gehe ich schon seit 10 Minuten schön über Felder und Wiesen. Ist wirklich sehr angenehm zum Gehen. Die Wolken, haben wieder etwas Regenlastiges mit sich. Es ist auch Regen vorhergesagt. Trotzdem habe ich auf meine Regenjacke verzichtet. Im Notfall ziehe ich mir wieder den Poncho drüber und habe einen Regenschirm dabei. Ich glaube, das reicht. Ja, an sich bin ich heute gespannt, wo ich überall lang komme, was mich so erwartet. Ich werde vom Altmühltal nicht so sehr viel sehen, weil jetzt bin ich gerade hier so gute 3-4 Kilometer Luftlinie entfernt. Nichtsdestotrotz, wie du sehen kannst, endlich wieder Blumen. Endlich wieder Blumen an den Feldrändern. Das ist sehr angenehm zu sehen. Also ist die Hoffnung noch nicht ganz verloren. Vorhin habe ich das erste Mal dieses Jahr Kornblumen gesehen. Auch nicht alltäglich oder ziemlich selten geworden. Wenn ich an meine Kindheit denke, da war das normal. Da waren die Felder teilweise blau im Feld. Jetzt ist der Feldrand mal vereinzelt. Aber das mit diesen, ganz ehrlich, mit diesen Kornblumen und den weißen Blümchen und dem Getreide, sieht nice aus, oder? Also ich finde es klasse. Ja, ich habe mein Setup ein bisschen verändert. Ich habe heute ein bisschen anderen Rucksack dabei, etwas größer, da ich mir heute unterwegs tatsächlich was zu essen machen will. Bisher haben die Touren das irgendwie nie notwendig gehabt. Also ich bin immer durch mehrere Ortschaften gekommen, in denen ich einkaufen konnte, beziehungsweise da habe das aber auch nie gemacht. Essen wird allgemein dermaßen überschätzt. Also es ist schon öfter vorgekommen, dass ich den ganzen Tag gelaufen bin und habe früh was gegessen und dann abends wieder. Ohne dass ich gestorben wäre und ohne dass ich irgendwo 1 Gramm abgenommen hätte. Mal allgemein so gesprochen. Ich bin damals von München nach Venedig gelaufen, 2013. Das ist nur 7 Jahre her. Völlig unvorbereitet. Ich habe dann nicht irgendwo vorher trainiert oder was. Ich habe dort keinen Gramm abgenommen. Und es waren über 25.000 Höhenmeter, 600 Kilometer. Nee. Also mit viel Bewegung abnehmen wird ein harter Job. Viel Spaß dabei. Das geht nur über das Essen. Und da auf den Hütten meistens kalorienreiches und ballaststoffarmes Essen angeboten wird, dann hast du natürlich nicht so sehr viel Wahl. Und kriegst natürlich nicht diese Ballaststoffe, die satt machen, sondern du isst mehr irgendwelches Zeug, was Fett macht. Und deswegen kann man nicht abnehmen. Egal wie viele Kilometer man am Tag läuft. Geht nicht. Also meine Erfahrung, ich habe auf keiner Wanderung bisher abgenommen. So, jetzt quatsche ich schon wieder ziemlich viel. Ich würde sagen, wir gehen noch ein Stück. Und wenn du willst, komm einfach mit. Weiter geht's. Waldkindergarten. Da unten sitzen die Kinder und hier können sie spielen. Finde ich cool. Ist heute schon der zweite. Der eine war bei Eichstätt oben.
Finde ich wirklich super gemacht. Coole Idee. Und die alte Buche hat hier mit Sicherheit schon vieles gesehen und viel zu erzählen. Es gibt heuer wieder jede Menge Bucheckern. Der ganze Baum ist voll. So. Habe ich mich ein bisschen von der Entfernung verschätzt. Da steht Eichstätt 4,5, Gungolding 15,7. Ja, ein bisschen was, ja doch 20 habe ich gedacht, ja. Mit meinem, ich habe es tatsächlich geschafft, mich auf diesem super ausgeschilderten Weg zu verlaufen. Und zwar, ja, habe ich nicht auf die Schilder geachtet, weil die wären da gewesen. Ich bin einfach links statt rechts abgebogen, naja, und habe ein bisschen fotografiert, ein bisschen viel fotografiert. Schöne Bilderchen gemacht, ich blende mal ein paar ein. Und dabei mir nicht aufgefallen, dass mir meine Wegmarkierungen, die sonst sehr üppig gesetzt sind, komplett fehlen. Und das ist natürlich nicht schlecht. Vielleicht einen halben Kilometer, dann kam mir das Spanisch vor. Dann dachte ich, okay, im Wald, vielleicht haben sie nicht so viele Markierungen. Ja, dann war ich letztlich einen Kilometer umsonst gelaufen, bin dann wieder zurück. Aber who cares? Ich habe doch Zeit. Bin doch hier im Urlaub und wollte sowieso ein bisschen wandern. Und ob ich nur um 2 oder um 3 am Auto bin, ist letztlich nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass ich Spaß habe und das habe ich hier. Jetzt geht es wieder über Wiesen und Felder. Sehr schön. So, auf der anderen Seite der Altmühl führt der Jakobsweg vorbei. Da hinten liegt Pfünz und da oben ist das alte Römerkastell. Auch eine Reise wert. Ganz interessant gemacht, schön restauriert und wenig touristisch, naja, besucht, weil da oben gibt es keine Kneipe und nichts. So, ich laufe jetzt schon ungefähr eine Dreiviertelstunde durch diese Wälder. Die Pfade sind diesem breiten Forstweg gewichen. Es ist mir allerdings noch niemand entgegengekommen oder hat mich überholt. Weder Wanderer, noch Fußgänger, noch Hund, noch Traktor, noch LKW, noch PKW, nix. Überhaupt niemand. Das ist das Positive dran und es geht im Schatten, weil jetzt doch die Sonne rauskommt. Allerdings muss ich sagen, haben mir die Pfade etwas besser gefallen. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass es wesentlich weniger Rastmöglichkeiten gibt. Ich würde mal gefühlt so 10% sagen. Also das Übliche, das was ich kenne. Alle paar Kilometer ist irgendwo mal eine Bank. Kurz hinter Eichstätt ging es noch, jetzt habe ich schon lange keine mehr gesehen. Also ich laufe schon ein paar Kilometer ohne so eine Bank. Die Wegmarkierungen sind auch etwas seltener geworden, weshalb ich schon ein bisschen unruhig geworden bin, weil ich ja heute schon meine Erfahrung gesammelt habe, ohne Markierung zu gehen. Von Haus aus braucht es die nicht. Aber wenn man daran gewöhnt ist, dass alle 200-300 Meter so ein Schild in den Baum gehämmert wurde, ist es dann komisch, wenn die fehlen. Weil da, wo es geradeaus geht, braucht man eigentlich keine Markierung. Wenn es bloß einen Weg gibt, dann sollte man den einfach weitergehen. Temperaturen sollten so irgendwo zwischen 10 und 15 Grad liegen. Sehr angenehm. Ach, hier ist die E8 wieder. Die E8, die war auch jetzt lange nicht an den Bäumen angeschlagen. Bestimmt so 2-3 Kilometer. Und jetzt mitten im Wald, bumm, ist sie wieder da. Ich glaube, der Altmühltal-Panoramaweg und die E8, der E8 laufen parallel, also sollte dasselbe sein. Jo, gehen wir weiter. Hä? Ich suche mir demnächst einen Platz zum Mittag machen. Oh. Kurz vor 12:30. Oh ja, wie viel bin ich gelaufen? Fragen wir mal den, der es gemessen hat.
13,5 Kilometer. Mittag. War jetzt ein ganz schöner Ritt hier rauf. Erstmal was trinken. Die Wolken ziehen dahin. Blue Sky kommt. Traktor mit 3, 4 Hängern. Habe ich lange nicht gesehen. Da kommt er hochgeschnauft. Lange nicht gesehen. 4 Hänger. Respekt. Hat aber zu schnaufen jetzt den Hügel hoch. Und es wird immer wieder regnen den ganzen Nachmittag. Deswegen probiere ich heute mal ein neues Setup. Wie du siehst, habe ich auf dem Rucksack die Regenhülle. Und dann haben wir noch unseren Regenschirm dazu. Das ist ein ganz einfacher vom Rossmann. Und das sollte eigentlich reichen. Da brauche ich keine Regenjacke, weil unter der schwitzt man bloß. Und so kann ich unter dem Ding atmen und werde trotzdem nicht nass. Aber jetzt geht schon wieder los. So. Machen wir das so. So schaut es aus. Ich probiere gerade eine weitere tolle Seite des Regenschirms aus. Der schützt natürlich auch vor Sonne und ich gehe jetzt hier auf der Ebene. Da ist kein Baum, kein Strauch für die nächsten Kilometer und jetzt drückt oben der Planet runter. Also ich denke, der wird immer mein Begleiter sein, wenn ich unterwegs bin. Macht vieles einfacher. Sieht vielleicht nicht so toll aus. Ist aber nicht so schlimm. Bei solchen Sachen braucht man zweckmäßige Dinge. Was sagst du dazu? Also ich finde, macht seine Sache großartig. Und für 6,99 und was weiß ich, was hat der? 300 Gramm. Ich habe noch einen Sturmschirm mit 600 Gramm. Der hält angeblich bis 140 km/h. Da fliege ich wahrscheinlich schon ohne Schirm weg, aber egal, solange hält er halt. Bis jetzt schaut es gut aus. Ich glaube, der Regen zieht da vorbei. In meiner Richtung alles blau. Mal gucken, vielleicht kommt es doch noch, aber ich hoffe nicht. Boah, du siehst, wie langsam ich gehe. Das ist der letzte finale Anstieg. Nachdem ich mir am Hang auf den Magerrasen nochmal die Schuhe durchgeweicht habe. Aber das ist wurscht. Aber hier, das liebe ich, kurz vor Feierabend nochmal berghoch. Hey, ich liebe nichts mehr als das. Deswegen habe ich beim Maximiliansweg zum Beispiel im Tal übernachtet, dass ich früh den Berg hoch musste. Abends auf diese Berghütte hoch. Nee, ist nicht mehr meins. Vielleicht, wenn ich es öfters machen würde. Mache ich aber nicht. Nee. Und dann wird er nicht mehr. Halleluja. Aber ich glaube, da vorne kommt Licht. Ich bin also gleich oben. Okay. Alter, komm. Alter Mann. Halleluja. Das Schöne ist, auf der anderen Seite geht's runter. Weiß ich, weil ich heute früh dort mein Auto geparkt habe. Und deswegen, was ist das? Okay. Noch nicht. Aber gleich. Aber gleich. Puh. Jetzt will das aber noch mal wissen, der Weg, du. Heute ging es eigentlich. Am Anfang in Eichstätt ging es einmal so hoch. Zwischendurch war es einmal. Aber das ist nicht so krass gewesen.
Nicht gewöhnt, würde ich sagen. Müssen wir öfters machen. Ich hoffe, du sitzt gemütlich. Habe ich auch gleich vor. Ja, ich dachte, ich sehe den Kirchturm, das ist ein Holzstoß. Am Friedhof ist nämlich eine schöne Kirche. Vielleicht schaue ich nachher noch mal rein. Weiß ich nicht. Jetzt bin ich wieder durchgeschwitzt. Ist eigentlich wurscht, ob Regen oder Schwitzen, ne? Ja. Oh, Mitfahrgelegenheit. Oh. Die steht immer so schön in den Anzeigen. Müsste ein bisschen was dran gemacht werden. Aber wer sich damit auskommt, kriegt das mit Sicherheit mit ein paar Handgriffen wieder hin. So schaut es aus. Oh. Kommt Kirchturmspitze. Ich will dich jetzt sehen, weil es kann doch nicht mehr weit sein. Und da irgendwo. Hochsitz. Davon runter. Holzstoß. Ich muss auf meine Wegweiser achten. Hier. Gungolding, Altmühltal Radweg und meiner auch. Wieder eine schöne Bank. Aber jetzt munkel nicht mehr. Jetzt freue ich mich auf mein Auto. Glaubst du mir das? Fazit. Machen wir das gleich noch. Heute ein bisschen durchwachsen. Auf dem ersten Teil. Solange ich in Eichstätt war, war es okay. Dann raus, die Stadtgrenze hinter mir gelassen. Gab es noch das eine kleine Häuschen mit einer Bank davor und dann war eine ganze Zeit nichts. Dann kamen zwar Kindergärten, da hätte man sich auch wieder hinsetzen können, diese Waldkindergärten, was sich jetzt etabliert hat. Ich weiß nicht, wie lange es die schon gibt, aber dank der Situation haben die, glaube ich, einen festen Platz in der Gesellschaft gekriegt, was ich positiv finde. Denn den Kindern ein bisschen Bezug zur Natur zu vermitteln, ist mit Sicherheit nicht verkehrt, weil den Bezug zum Handy kriegen sie schon selber. Aber zu Pflanzen, Tieren, zum Draußensein, keine Angst vor Insekten haben und so weiter, das ist schon eine gute Idee. Und dafür war das gut. Jo. Blue Sky. Wahnsinn. Aber das wird heute noch ein paar Mal so immer wieder einen Schauer geben. So haben sie es prophezeit. Jo. Ich glaube, das war's für heute. Es ist alles gesagt. Mir geht's wieder gut. Ich habe ein bisschen geschimpft. Waren natürlich ein paar Sachen auch nicht toll. Und ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du bist auf jeden Fall trocken geblieben, hoffe ich zumindest. Hast vielleicht ein Käffchen getrunken. Weiß nicht, wie lange das Video wird, aber ich quatsch schon wieder ewig. Morgen gehe ich nach Kinding. Muss mich heute allerdings noch kümmern, wie ich an ein Busticket komme. Das ist jetzt nicht lachen, das ist absolut nicht einfach. Ich dachte, es gibt eine App von diesem Verkehrsverbund, dieser Augsburger Verkehrsverbund. Die haben eine, muss ich reingucken. Aber diese Linie heißt VRB. Irgendwie so. Nee, ARB. ARB. Und da habe ich im Internet, ich habe heute im Bus gesucht, weil ich bin heute schwarz gefahren, es ging nicht anders. Ich brauche den Bus, steht ganz dick und fett dran geschrieben. Der Busfahrer verkauft keine Tickets mehr, aber wo ich die kriege, stand nicht dran. Der hat mit jemandem gequatscht und da ich Schwarzfahrer war, wollte ich jetzt nicht so auf mich aufmerksam machen und sagen, hey, ich bin Schwarzfahrer, sag mir mal, wo ich das Ticket kriege. So blöd bin ich dann doch nicht. Also werde ich mich jetzt noch ein bisschen im Internet versuchen zu belesen und im Zweifel, im Notfall rufe ich diese Hotline von diesem Augsburger Dingsbums an.
Weil die müssen mir irgendwo ein Ticket verkaufen. Es sei denn, schwarz fahren ist okay. Ich mache das zwar nicht, aber wenn die das so sagen, brauche ich jetzt noch 2 Tickets. Also mit der Bahn ist es einfacher. Dann sollen sie gefälligst Automaten aufstellen. Das ist ja nicht mein Problem. Ich habe das ja nicht gemacht. Gut, genug geschimpft. Also wie gesagt, das ist noch meine Aufgabe heute. Und jetzt freue ich mich auf den schön gebackenen Kuchen, den ich mir gestern mitgenommen habe. Frisch gebacken und Kaffee. Habe ich mir verdient. Sollten jetzt so 22 Kilometer sein, so langsam auf 23 zu. Es ist 3 Uhr auf 6 Stunden. Ja, ist okay. Ist okay. Bin ich ganz gut durchgekommen. Bin ich zufrieden mit mir. Mit dir auch. Und zu guter Letzt sehe ich die Altmühl doch noch mal wieder. Das war nämlich heute den ganzen Tag eher kaum der Fall. Ich müsste jetzt überlegen. Ich glaube, in Eichstätt habe ich sie mal gesehen. Ja. Da unten ist sie wieder. Gut, jetzt ist aber wirklich Schluss. Wenn es dir gefallen hat, gib mir vielleicht mal einen Daumen nach oben. Ich könnte wieder ein paar brauchen. Empfehle mich einfach weiter, schau mich weiter, bleib neugierig, bleib gesund, mach immer was Gescheites und vergesst das Relaxen nicht und geh ab und zu vor die Tür. Und jetzt ist gut. Bleib mir gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen, dein Olli. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Nächste Etappe, ich gehe von Eichstätt nach Jetzt habe ich den Namen vergessen. Gungolding.